Calcium gilt als unverzichtbar für starke Knochen und gesunde Zähne. Doch was viele nicht wissen, Calcium kann zur Gefahr werden, wenn es sich nicht am richtigen Ort befindet. Statt in den Knochen zu bleiben, kann es sich in den Arterien ablagern, die Blutgefäße verhärten und das Risiko für Arteriosklerose, Herzinfarkt oder Schlaganfall massiv erhöhen. Die gute Nachricht: Es gibt natürliche Wege, um genau das zu verhindern. Und viele davon sind leider kaum bekannt. Hier erfährst du die 5 wichtigsten Dinge, die verhindern, dass Calcium in deinen Arterien Schaden anrichtet und stattdessen dort landet, wo es hingehört, im Skelett. Nummer 1. Vitamin K2. Vitamin K2 ist der Schlüssel, wenn es darum geht, Calcium aus den Arterien zu halten. Es wirkt wie ein Verteiler, der Calcium gezielt in die Knochen leitet und aus den Gefäßen fernhält. Es aktiviert Proteine wie Osteokalzin und Matrix-GLA-Protein, die dafür sorgen, dass sich Calcium in den Knochen einlagert und nicht in den Gefäßwänden absetzt. Ohne ausreichend Vitamin K2 bleibt Calcium oft ungebunden und wird zu einer Gefahr. K2 findest du vor allem in fermentierten Lebensmitteln wie Natto, gereiftem Käse, Eigelb und Leber oder als gezieltes Nahrungsergänzungsmittel. Nummer 2. Magnesium. Magnesium ist ein entscheidender Gegenspieler von Calcium im Körper. Es reguliert den Calciumeinstrom in die Zellen und verhindert, dass sich überschüssiges Calcium dort ansammelt, wo es nicht hingehört. Ein Magnesiummangel begünstigt Gefäßverkalkung, weil der Calciumtransport aus dem Gleichgewicht gerät. Zudem unterstützt Magnesium die Aktivierung von Vitamin D, das wiederum die Calciumaufnahme beeinflusst. Gute Magnesiumquellen sind grünes Blattgemüse, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und dunkle Schokolade. Nummer 3. Bewegung. Körperliche Aktivität wirkt wie ein natürliches Navigationssystem für Mineralien. Regelmäßige Bewegung stimuliert nicht nur den Knochenstoffwechsel, sondern regt auch die Blutzirkulation an und fördert die richtige Calciumverwertung. Besonders wirksam sind kraftbetonte Bewegungen wie Spazierengehen, Treppensteigen, leichtes Krafttraining oder Tanzen. Schon 30 Minuten am Tag können eine enorme Wirkung entfalten. Nummer 4. Antioxidantien. Ein oft übersehener Mechanismus bei Arterienverkalkung ist die Oxidation von Calcium in Verbindung mit entzündlichen Prozessen. Hier kommen Antioxidantien ins Spiel. Vitamin C, Vitamin E, Selen und sekundäre Pflanzenstoffe schützen die Gefäße vor oxidativem Stress und verhindern, dass Calcium in beschädigte Arterienwände eingebaut wird. Besonders wertvoll sind bunte Obst- und Gemüsesorten, Beeren, grüner Tee, Kurkuma, Knoblauch und dunkler Kakao. Und Nummer 5. Ausgewogenes Verhältnis von Vitamin D und Calcium. Vitamin D wird oft als Calciumhelfer gefeiert und das stimmt auch. Es erhöht die Calciumaufnahme im Darm. Doch ohne Vitamin K2 und Magnesium kann Vitamin D paradoxerweise das Risiko für Gefäßverkalkung erhöhen, da das Calcium nicht korrekt weiterverarbeitet wird. Deshalb ist nicht nur der Vitamin D-Spiegel entscheidend, sondern vor allem das Zusammenspiel mit K2 und Magnesium. Wer also Vitamin D supplementiert, sollte auch immer auf diese Begleitstoffe achten. Möchtest du jetzt noch wissen, was Unglaubliches passiert, wenn du 2 Nelken täglich isst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt darauf.